Meine erste Übernachtung draußen. Unglaublich kalt. Aber ich wollte das, oder? So freiwillig bin ich hier. Ich muss auch sagen, im Schnee habe ich hier auch noch nicht übernachtet. Also das ist auch mein erstes Mal jetzt. Bis zu -3 Grad. Ich habe Feuer gemacht. Im Feuerstahl. Die heutige Nacht bei Minusgraden. Ich verstehe, warum das irgendwie eine Anziehung hat. Wenn ich da alleine gewesen wäre, hätte ich echt Schiss gehabt. Gute Nacht. Leute, in diesem Video gibt es einen Special Guest und zwar bin ich hier gelandet bei Sabrina Outdoor und tja, ich habe mir diesen Winter meine erste Übernachtung draußen gewünscht. Ist aus diversen Gründen damals nichts geworden, aber jetzt bin ich hier bei Sabrina und heute wird das passieren. Mein erstes Mal, wir erwarten tatsächlich auch Minusgrade diese Nacht und wie ihr vielleicht hier sehen könnt, wir haben Schnee. Total untypisch für da, wo du wohnst, oder? Richtig, ich muss auch sagen, im Schnee habe ich hier auch noch nicht übernachtet. Also das ist auch mein erstes Mal jetzt. Lasst euch das auf jeden Fall nicht entgehen. Schaut auf jeden Fall auch bei Sabrina vorbei. Die wird auch heute ein Video drehen und in diesem Sinne, los geht's. In erster Linie geht es jetzt mal darum, unseren Platz hier zu suchen. Und das ist hier ein mega schönes Plätzchen. So, was machen wir? Was machen wir? Ja, also ich würde sagen, das Erste, was wir machen, ist jetzt hier ein bisschen frei machen. Ja. Dass das ganze Gehölz dort weg ist. Und dass wir hier so eine freie Fläche haben. Das ist nicht mein Sport. Ich weiß jetzt schon, dass ich über irgendeine Schnur drüber fallen werde. Das ist echt so ein Ding, das muss man ehrlich sagen. So, ihr seht, das nimmt hier schon Gestalt an. Also, so. Übrigens, das, was Sabrina hier trägt, ist noch nicht unser Feuerholz, sondern die wird mir einen Stuhl bauen. Und das ist Handtuch, so. Im Übrigen, Leute, dieses Video ist gesponsert von Revolution Race und ich habe einen 15% Rabattcode für euch, der lautet Peaches15. Ihr habt mehr coole Sachen zur Auswahl, vielseitig, viele Farben, Preis-Leistung ist mega und ja, zeige ich mal, wie das bei mir gerade so aussieht. Schichten über Schichten und so hält das schön warm, hoffentlich auch diese Nacht. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, mehr Infos unten in der Videobeschreibung. Viel Spaß damit. Sabrina baut hier den Stuhl. Und ich bin irgendwie ziemlich nutzlos hier. Warte, ich gebe dir einen Job. Und zwar, du hast ja ein Messer, ne? Yes! Schaut mal, Leute. Voll ausgestattet. Das ist natürlich Sabrinas. Und du kannst nämlich hier mit dem Messer versuchen, so ein bisschen, also entweder mit der Säge oder mit dem Messer, je nachdem was besser geht, diese kleinen Äste hier von den Zweigen abmachen. Und ich muss tatsächlich jetzt schon gestehen, dass mir den Zehen kalt ist. Bin ich dir im Weg? So, Nina ist jetzt fleißig, während einer fleißig arbeitet, kann der andere filmen. Denn wir bereiten unsere Feuerstelle vor, auf die freue ich mich schon, um meine Zehen dann aufzuwärmen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die haben wir echt nötig, weil unsere Füße mittlerweile... Richtig Eiszapfen. Mein Stuhl machen wir dann hier. So, passt das? Perfekt. Ich bin gleich mal gespannt, wie das dann klappt, wenn du dann das Feuer mit Feuerstahl machst. Ich auch. Hast du jemals schon mal einen Feuerstahl benutzt? Nee, ich wusste auch bis vor, keine Ahnung, Seven vs. Wild nicht, was das ist. Jetzt kommt der anstrengendste Teil. Next Step, Holz. Holz sammeln und Heute spalten. Schwierig, oder? Weil alles nass.
Nach was suchen wir, Sabrina? Wir suchen nach also einerseits suchen wir nach schwebendem Holz, was möglichst nicht auf dem Boden liegt, weil das ist durchzogen mit Feuchtigkeit. Sprich, wäre Genau, und möglichst... sowas eine Option? Genau, theoretisch schon, wenn der Baum, ich weiß nicht genau, der sieht noch recht lebend aus. Aber manchmal findet sowas hier. Ja, ich sehe, ja. Okay. Genau, und jetzt müssen wir ganz viele... Wie viel? Ganz So viel. viel? So viel wie es geht, weil wir also fürs Feuer, da Machen wir braucht das man... die ganze Nacht eigentlich? Nö, das würde ich nicht machen, aber so... Okay. So für so einen Abend, da brauchen wir jetzt schon ordentlich. Und wir brauchen auch sowas Kleineres, was auch möglichst nicht. Um das Feuer zu starten. Genau, so Zunder, weil der brennt dann nämlich richtig schön schnell. Wie oft hast du die da benutzt denn? Schon sehr häufig. Ja? Ja. Das Ding ist, du kannst sowas auch mit einem Messer zum Beispiel machen oder mit einer Axt. Aber weißt du, wie aufwendig das ist? Und wenn du dann auf der... Messer? Ja, du kannst so 2 hacken. Tage später. Genau. Ich verstehe, warum das irgendwie eine Anziehung hat. Ja, ne? Wir könnten schon alle Stämme noch klein machen. Dann machen wir das, oder? Wieder die Rinde. Ich habe, um ehrlich zu sein, sowas alles noch nie wirklich so getan. Klar, irgendwie mal zugesehen oder dabei gewesen, aber so richtig. Aber du stellst dich sehr, sehr gut an. Also das klappt richtig gut. So Leute, es geht ans Feuer machen. Das erste Mal mit so einem Feuerstahl. Und schauen wir mal. Ganz richtig da. Mache ich das gut oder? Ja, das Wow. Jetzt die so ganz leicht reinlegen, genau. Das haben wir auch schon bereit gemacht. Kannst du jetzt ordentlich draufknallen da. Kannst auch den ganzen Packen nehmen. Ah, okay, muss ich nicht so vorsichtig. Nö. Genau. Kannst du dann langsam anfangen, schon mal so diese kleinen Dinger da drauf So zu legen. quasi. Zum Beispiel, genau. Ich bin mal gespannt, ob das, weil das ist ja jetzt nicht ganz so trocken. Aber ich kann auf jeden Fall schon behaupten, ich habe Feuer gemacht. Ah, mit Haha. dem Feuerstahl. Ah, das ist so geil. Leute, es ist unglaublich kalt. Jetzt schon. Schaut mal, was ich jetzt gerade mache. Ich wärme meine Zehen am Feuer, denn die sind so eingefroren, dass es gerade nicht mehr so cool ist. So ist das hier. Sieht wirklich kalt aus. Weiß man jetzt gar nicht, ist es der Atemqualm oder ist es der Qualm vom Feuer, ne? Doch, das ist der Art. Ich habe jetzt richtig Hunger und ich glaube, die Suppe wird uns gleich richtig schön von innen wärmen. Ja, auf die freue ich mich. Ich muss euch sagen, das ist auf jeden Fall Komfortzone verlassen. Aber sowas von. Auf jeden Fall trotzdem wieder mega geil, da einfach rauszukommen. Aus der Komfortzone, vor allem wieder was Neues zu erleben. Das ist alles so genial, weil ich das noch nie so in diesem Sinn gemacht habe. Und ja, bin jetzt auf jeden Fall schon wieder mega dankbar dafür. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Es gibt so Gemüseeintopf mit Tofu. Es riecht richtig gut. Ich muss es noch ein bisschen auskühlen lassen, weil der Klassiker ist jetzt, dass ich mir 1000 Millionen Mal die Zunge verbrenne, weil ich schon hungrig und gierig bin. Wer kennt das? Sabrina kann das. Ja, ich habe gerade gepustet, das schmeckt richtig lecker. Ja? Der ist richtig gut geworden, Das finde ich. ist geil. Und also so würzig. Ja, total. Hammer. Richtig lecker. Das ist dieses Feeling, draußen zu sein und dass es am Lagerfeuer gekocht ist. Sieht echt aus wie so ein Hexenkessel. Sogar schon essen, ohne zu verbrennen. Habt ihr sowas eigentlich schon mal gemacht?
Lagerfeuer, draußen schlafen, freie Natur. Schreibt mir das auf jeden Fall mal. Sabrina, weißt du eigentlich, dass es heute Nacht wieder schneien soll? Ja. Darf ich dir das hier mal bitte zeigen? Also ich bin wirklich gespannt. Und hier bis zu -3 Grad. Es wird kalt. Glaubst du, du wirst frieren? Ich habe ein bisschen Schiss davor. Aber ich wollte das, oder? So freiwillig bin ich hier. Also ich erinnere mich, dass du mir heute Morgen noch erzählt hast, dass du dir so eine ganz, ganz dünne Isomatte geholt hast, auf der du im Schnee schlafen wolltest. Dann hast du ja jetzt hier deinen Test. Oh Mann. Ja, das wird noch spannend heute Nacht. Daumen drücken, dass das nicht zu unerträglich kalt wird. Ich sag's euch, ich hab so satt. Diese Kälte. So Leute, ich packe mich jetzt hier gleich komplett ein. Sabrina sieht man schon gar nicht mehr da drüben. Ich mal, wie sie von mir innen gerade aussieht. Kuschelig auf jeden Fall. Und in diesem Sinne sage ich gute Nacht. Morgen, Leute. Aktuell gerade 7 Uhr morgens. Und es hat tatsächlich -3 Grad. Jetzt zeige ich mal, wie das momentan so aussieht. Auf jeden Fall kommt jetzt mal wieder das Schlimmste, denn ich muss pipi. Und ich muss raus in die Kälte. Ihr könnt, glaube ich, schon hören, wie gefroren der Boden ist. Schon ein gutes Gefühl gerade, aber es ist kalt, sehr kalt. Also wirklich schön zu hören und zu mitbekommen am Morgen ist, wie der Wald einfach so zu leben beginnt, also die Geräusche der Tiere und dass es immer mehr und mehr wird. Das war echt nice. Sabrina und ich haben uns gerade über die heutige Nacht bei Minusgraden unterhalten und müssen beide zugeben eigentlich, dass uns schon kalt war, oder? Ja, also es war definitiv kalt. Also meine Füße sind Eisfüße mittlerweile irgendwie. Das ist halt echt nicht cool. Ja, und wir hatten ja hier noch so eine zusätzliche Decke und ich glaube, die hat uns gerettet. Ja. Zieh doch rein, du bist auch zweimal auf Toilette gegangen, ne? Oh Gott. Aber es geht nicht anders. Wie war das für dich mit den Geräuschen? Weil hier war ja schon so ein bisschen die Kraniche oder so noch unterwegs. Tatsächlich, also ich muss tatsächlich zugeben, trotz all dem verhältnismäßig gut geschlafen zu haben, beziehungsweise ich hätte mir vorgestellt, dass ich gar nichts schlafe. Ich habe aber geschlafen und bin dann natürlich regelmäßig ab und zu wach geworden und eben einmal nachts mit dem übelsten, krassesten Tiergeräuschen, die ich noch nie zuvor gehört hatte, und ich hatte einen strangen Traum davor, und zwar, dass eine Wildsau auf mir rumtrampelt. Also die Wildsau quasi nicht checkt, dass ich im Schlafsack bin und die irgendwie so auf mir läuft. Und dann wurde ich wirklich wach durch diese Tiergeräusche und das so ein unbeschreibliches, ja, im Endeffekt Röhren trifft es tatsächlich am besten, aber ich dachte, irgendwie sind das Wildschweine, die da schreien, keine Ahnung. Und das war, also wenn ich da alleine gewesen wäre, hätte ich echt Schiss gehabt. Das muss irgendwie so ein Hirsch gewesen sein oder so, der ja, Ich gebellt so, hat. Sabrina. Und eins muss ich noch sagen, meine Nacht war wirklich knallhart. Einerseits, weil sie kalt war, aber andererseits, irgendwie nach einer Zeit, wollte meine Isomatte nicht mehr so. Das wundert mich auch nicht, weil dein Ding ist offen. Oh, Scheiße.
Das muss eigentlich zugedreht werden. Okay, das erklärt jetzt einiges, weil ich habe weich gestartet und irgendwann nachts dachte ich mir dann so, Gott, es ist so unbequem, es ist so hart. Liege ich eigentlich noch auf meiner Matte, liege ich schon am Waldboden? Man weiß es nicht. Aber jetzt die Auflösung und ging einfach mal die Luft raus. Upsi. Sabrina will mich testen. Mich wundert es, dass die Kälte kam die Kälte dann auch von unten, weil diese Matte isoliert ja eigentlich. Okay. Ich glaube, das war so der erste Moment, wo ich meinte, die Kälte kroch überall rein. Oh, unangenehm. Nein! Das ist so ein Detail von gestern. Kannst du hier nochmal auf den Esspit-Kocher stellen? Räuchertee mit Wald. Ja, genau. Weil, das muss ich jetzt auch noch gesagt haben, ich glaube, ich war gestern irgendwie schon ein bisschen high, als ich schlafen ging. Also es war ganz komisch. Ich hatte natürlich ständig diesen Rauchgeruch in der Nase. Natürlich hat man den schon in der Nase, in den Haaren, in den Klamotten, aber den habe ich ständig gerochen. Und irgendwie war mir fast so ein bisschen schwummrig, als ich mich hingelegt habe. So, keine Ahnung, total ungewohnt. Sabrina Outdoor hat Miss Peaches High gemacht. Geschafft. Du beschäftigst ja auch gerade dich mit Räuchern, also... Ja, so Leute, in diesem Sinne, wir packen nun unser Lager, machen uns am Weg nach Hause. Ich freue mich auf die Dusche, du auch, auf das warme Wohnzimmer. Schreibt auf jeden Fall mal, wie es euch gefallen hat in die Kommentare. Schaut auf Sabrinas Kanal vorbei und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye bye.